Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit dem zweiten Teil zum LaMelo Ball Draft Scouting Report. Im ersten Teil haben wir schon uns über die Stärken unterhalten und jetzt heute wollen wir das Video finishen, wo wir uns die Improvement Areas anschauen, wie es hier so schön genannt wurde. Ich würde es jetzt einfach mal die Schwächen nennen. Let's go. When Ball is knocking down the deep pull-up threes he so often likes to take, he looks like the #1 pick. Unfortunately, he's shooting only 19% from three at this juncture, with misses in every which way. 19% und er schießt eine Menge Bricks. Das ist die Problematik bei seinen Dreiern. As you can see here, he gets a lot of his offhand index finger on the ball before he releases it. Ah krass, er schießt genauso wie ich früher. Bis zu 16 habe ich genauso geschossen. Ich hatte den Ball hier. Nee, ich habe es glaube ich mit dem Daumen gemacht. Ich habe hier zwar schon geshootet, hier den Ball auch mit einem Follow-Through weggestreckt, aber ich hatte immer den Daumen, der dem Ball am Ende noch so einen komischen Spin gegeben hat. Und das hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich das ablegen konnte und die Hand wirklich weggenommen habe und den Follow-Through wirklich so gemacht habe. Das ist interessant. Er wirft sehr ähnlich zu meiner Form in der U16. As you can see here, he gets a lot of his offhand index finger on the ball before he releases it. Ja, das ist ein Problem. So darfst du nicht schießen. He's inconsistent with his feet also. Sometimes jackknifing his lower body forward and landing on one leg. Das haben wir im letzten Video besprochen. Da meinte er, das sind undisciplined mechanics, also undisziplinierte mechanische Abläufe in seinem Schuss. Und genauso wirkt es. Also guckt es euch nochmal an, das wirkt einfach lazy. Also, sometimes jackknifing his lower body forward and landing on one leg. Das ist kein Schuss. Das ist kein Schuss, den du in der NBA nehmen kannst. On top of that, he has a tendency to snakebite his follow-through, rarely staying in his shot. In part because of his low release, Ball doesn't have much of a mid-range game in his arsenal either, which ultimately results in a lot of low percentage floaters rather than a more conventional rise and fire pull-up jumper. Oh, er meinte jetzt, dass sogar die Floater auch Low Percentage sind. Ich dachte ja, dass die eigentlich eine relativ hohe Percentage haben. Also vom Offensivgame her wird es langsam problematisch. Also er hat einfach scheinbar keinen Schuss und wenn er hochprozentig auch nicht die Floater trifft, dann haben wir definitiv ein Problem. Aber ich denke trotzdem über die Spielübersicht und über seine Größe und das natürliche Gefühl fürs Spiel wird er schon zurechtkommen in der NBA. Aber es wird sein wie bei Lonzo in den ersten Jahren. Er wird einfach kein guter Offensivspieler sein. Ball's lack of consistency on the defensive end can drive coaches crazy. Yeah. While most of his miscues are off the ball, he still tends to get caught on screens, not showing enough fight to contest when he does get hit. He struggles to remember coverages as well, here going under on one of the league's best pull-up shooters. He's not as active as he could be with his length either, getting caught with his hands down, which leads to an easy bucket. Interessant, wie das Video jetzt einen komplett anderen Ton hat. In dem Stärkenvideo, da hatte man das Gefühl, wow, der Junge ist auf jeden Fall safe der #1 Draft Pick. Und jetzt in diesem Video denkt man sich, okay, das setzt das Ganze mal in Perspektive. Du hast Low Percentage Shots, du hast wenig Initiative und Disziplin in der Defense. Wird vielleicht doch schwierig für ihn. Playing more of a chaotic style, Ball loves to go completely rogue and gamble for steals, handicapping the rest of his teammates. While he'll come up with a steal or two, he needs to do a much better job of picking his spots. Im ersten Video haben wir das als Stärke verbucht, dieses auf Steals gambeln und damit auch Turnover provozieren und Steals generieren und dann auf der anderen Seite den Layup im Fastbreak oder den Dunk. Jetzt hier in der Schwäche sagt er, dass es einfach viel zu oft passiert. Ich will gar nicht damit sagen, dass das hier widersprüchlich ist, sondern das zeigt einfach nur, okay, da sind gute Tendenzen bei LaMelo. Er hat gute Instinkte auch für das Game of Basketball, aber er ist halt noch sehr, sehr raw und es fehlt ihm ein bisschen, es mangelt ihn ein bisschen an Disziplin auf dem Basketballfeld. Das war eigentlich sogar noch ganz gut recovered. Also er gambelt hier für den Steal und dann geht er aber dem Shooter noch nach und contestet den Wurf. Das ist eigentlich ganz okay. Also guck mal. Er hat den Wurf ja fast noch bekommen. He loves to dig off of shooters also. Here giving the 40% marksman an open look. When he's not gambling, you can see him standing completely upright in his stance. Now this is a late fourth quarter blowout, but it's still a bad look for scouts evaluating him. He doesn't jump to the pass, turns his back and allows his opponent to waltz right into the lane. Ah, das ist kein gutes Highlight für ihn, aber wie er schon gesagt hat, das ist halt ein Blowout. Also manchmal gibt man sich ja nicht mehr so viel Mühe, 2 Minuten vor Ende des Blowouts, aber ja, ich verstehe, was er sagt, dass die Scouts das natürlich stören könnte. And he gets completely turned around here, losing sight of his man as he sits in the gap.
He gets out of position in early offense situations, giving his man the angle to get to the front of the rim. Then, when he's supposed to be at the rim as the weak side wing defender, he doesn't rotate. He needs to show more effort and energy getting in position and using that size and length to alter shots at the rim rather than watching the opponent finish uncontested. Then there's his offensive decision-making. Oh Gott, also Lack of Defense haben wir jetzt schon etabliert. Jetzt wird es natürlich ganz schwierig, wenn sie jetzt die crazy Wurfauswahl von ihm zeigen. Holy shit. Can infuriate his coaches. While he's making strides, here you can see he'll just jack up a deep contested three with no effort to initiate offense. While transition pull-up threes are a staple of some of the NBA's best guards, he doesn't shoot it well enough yet to warrant these Dame Lillard-style pull-ups. Ja, und vor allem, die sind halt komplett contested. Also wer auf der Welt kann die denn hochprozentig schießen? Damian Lillard, Stephen Curry? Da muss ich schon überlegen, wer schießt die denn bitte hochprozentig im Pull-up, im Ballvortrag als freaking Point Guard? Das ist die Königsdisziplin. He'll bail out bigs on switches, here settling for the 30-footer with 15 on the shot clock. He has the handle and shifty nature to attack slower-footed bigs. He just prefers to go for the knockout punch a little too often. His unwavering confidence can get him in trouble at times, and finding the balance between deep strike threes and getting downhill should be a priority for him moving forward. He can also get a little too casual with his passes, resulting in unforced turnovers. Ja, aber ich habe das Gefühl, das passiert relativ selten. Ich weiß, dass die Würfe ein Problem sind, ich weiß, dass die Defense ein Problem ist. Sein Passing würde ich jetzt wirklich nicht kritisieren. Hat er bestimmt auch mal drin, 1, 2 lazy Passes, aber sein Passing-Game und seine Spielübersicht sind das, was ihm zum NBA-Talent macht. Deswegen würde ich da jetzt vielleicht nicht so nitpicken. Despite his size, Ball isn't yet a reliable finisher in traffic, partially due to his somewhat contact-averse style. He's shooting only 4.4 free throws per 40 minutes so far this season, and too often settles for floaters, rather than getting into the body of bigs. Now that should improve as his body naturally fills out, but you'd like to see him be a little bit more aggressive getting to the front of the rim, rather than settling for these elbow floaters. He's a bit of a Guter Punkt. Er könnte definitiv, nachdem man das hier gerade schön gesehen hat in den mehreren Highlights, er könnte auf jeden Fall mehr für den Kontakt gehen, aber wie er auch sagt, sobald der Körper kommt, und ich glaube, dass er die Anlagen dazu hat, er wird sich mehr Muskeln draufpacken, und wenn er dann in die Zone geht, tut ihm dieser Kontakt auch nicht mehr so weh, und er kann auch gegen den Kontakt finishen. Diese Floater, es wirkt alles ein bisschen lazy. Das muss man leider sagen. Es wirkt alles ein bisschen lazy und undiszipliniert. Das liegt aber halt auch daran, dass der junge Mann einfach keine Basketball-Ausbildung bekommen hat, sondern von seinem Dad einfach nur gedrillt wurde, du wirst ein NBA-Spieler und wir spielen einfach überall. Lonzo Ball hat selber gesagt, er kann keine einzige Ballhandling-Übung, die sie bei den Lakers machen. Er kann das einfach nicht, weil sein Dad nicht einmal mit ihm Ballhandling trainiert hat. Das war einfach nur, wir spielen und wir gehen laufen. Das ist alles, was der mit seinen Söhnen gemacht hat. Und deswegen haben die auch alle keine Technik, beziehungsweise wenig Technik. Die haben alle wenig Disziplin auf dem Basketballfeld. Lonzo hat sich deutlich gebessert, zu dem, wie er angefangen hat bei den Lakers. Mittlerweile ist ein sehr guter Jumpshooter, ein guter Dreierschütze. Und das Gleiche kann auch bei LaMelo passieren. Aber aktuell hat er halt dieses Game einfach noch nicht. A flash-over-substance finisher as well, getting too cute with the ball rather than just going up strong. His still evolving finishing package gets him in trouble when he's in the pocket also. Because of his erratic shooting, decision-making, and inconsistent finishing, Ball has a true shooting percentage under 42% so far, raising some questions about how efficiently he'll be able to score at the NBA level. Interessant, wirklich interessant. Hat das Stärkenvideo jetzt, glaube ich, auch nochmal eingeordnet, nachdem da natürlich die Reaktionen sofort waren, das ist der Clear-Cut Number-One Draft-Pick. Diese Szenen haben das Ganze jetzt schön eingeordnet. Wie gesagt, beim Passing würde ich die Kritik ein bisschen zurückschrauben, weil ich glaube, dass ihn das einfach erst elitär macht. Das gepaart mit seinem Körper und mit seinen Veranlagungen einfach, die er auf dem Basketballfeld hat, athletisch und eben in der Spielübersicht. Problematisch wird es wirklich in der Disziplin, sowohl offensiv als auch defensiv. Also diese Dreier, die ich da gerade gesehen habe, die sind halt eine Katastrophe. Das geht überhaupt nicht. Und wenn er die wirklich bei 19% schießt, das ist erbärmlich. Und jeder NBA-Coach wird dich einfach aus dem Spiel nehmen. Du wirst dann keine Spielzeit bekommen. Die Sache mit dem Kontakt, da bin ich mir fast sicher, dass er das über die Jahre hinbekommen wird. Er hat einfach im Moment noch einen schlachsigen Körper. Er ist aber auch gerade erst 18 geworden oder ist jetzt 18. Natürlich hast du da noch nicht diesen NBA-Körper oder diesen Profi-Körper. Man darf ja auch nicht vergessen, er spielt ja in den Highlights die ganze Zeit gegen Basketball-Profis, gegen erwachsene Männer, gegen Basketball-Profis. Wir sehen ihn da nicht in Highschool-Highlights oder in College-Highlights. Das ist ja ein Riesenunterschied. Also ich bleibe bei meiner These, die ich nach den ersten paar NBL-Games damals getroffen habe. Top-10-Pick auf jeden Fall.
Nummer 1 Pick schwierig, weil ich glaube einfach, dass die Scouts zu viele Fragezeichen sehen und vor allem die Einstellung und diese Disziplinlosigkeit in manchen Mechanismen auf dem Basketballfeld, die sind schon wirklich erschreckend für einen Spieler in seinem Alter. Da müsste er eigentlich schon deutlich weiter sein, ist er aber nicht und deswegen glaube ich nicht, dass es der Number 1 Pick wird, aber Top 10 kann ich mir schon vorstellen. Also vielleicht 5, vielleicht 7, je nachdem, wie stark auch der Draft ist. Da verlasse ich mich dann auf Max Draft Analysen, wenn es soweit ist. Das war es erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.